Ein Aufstelldach ganz anders gedacht. Ich verrate euch, warum wir diesen Prototypen gebaut haben und natürlich, welche Vorteile wir uns davon versprechen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Ich bin der Markus und heute geht es ums Aufstelldach. Ganz viele von euch haben mich darauf angesprochen. Sie waren auf der CMT und haben es gesehen, sie haben es bei Instagram gesehen. Oder ihr habt es ja in den letzten Videos vielleicht schon mal erkannt, dass da irgendwas anderes ist bei mir auf dem Dach als bei so manch anderen Fahrzeugen. Und deswegen stelle ich es euch heute vor und erkläre euch alles dazu. Wie machen wir das? Im allerersten Teil, da sage ich euch mal, warum wir ein neues Aufstelldach entwickelt haben und was so der Sinn dahinter ist. Als zweites gucken wir uns den Einbau an und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Denn das ist natürlich am Ende das Spannendste. Dann sprechen wir natürlich noch über die ganzen Vorteile, die so eine Aufstellung mit sich bringt. Und ihr habt ganz viele Fragen gestellt, auch zu Nachteilen, und darauf gehe ich dann am Ende ein. Und damit würde ich sagen, fangen wir sofort an mit dem ersten Teil. Was war eigentlich die Idee? Warum also jetzt ein Aufstelldach neu denken? Ist eigentlich ganz einfach. Zusammen mit dem Benny bin ich unterwegs und wir versuchen einfach generell mal Sachen zu hinterfragen, wie sie bisher immer konstruiert und gebaut wurden, ob man es nicht einfach anders machen kann. Und damit haben wir zum Beispiel auch die erste aufblasbare Küche der Welt entwickelt. Ist ein ganz anderes Thema, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Und so haben wir uns eben auch das Aufstelldach angeschaut und haben uns hinterfragt, okay, wie könnte man das denn anders gestalten? Denn beim Aufstelldach hat es ein großes Problem und das ist das Gewicht. Gerade bei so einem Fahrzeug wie hier mit 6,40 Meter hast du das Thema, dass du in der Regel ein 6,40 Meter Fahrzeug mit Aufstelldach nicht mehr unter 3,5 Tonnen gefahren bekommst. Beziehungsweise kannst du halt dann nichts mehr mitnehmen und das ist ja doof. Das bedeutet also, Gewicht ist echt ein relevantes Thema. Ich will noch gar nicht von der Elektromobilität sprechen. Und so haben wir uns überlegt, wie könnte man denn ein Dach leichter bauen? Und dann kam uns die Idee und wir haben gesagt, naja, wir verzichten auf sämtliche Metallteile und bauen das Zelt nur mit Luftbalken auf, denn damit sparen wir natürlich extrem viel Gewicht, weil wir brauchen keine Gasdruckfedern mehr, wir brauchen keine Metallbeschläge mehr, keine Scharniere. Das war die Idee. Mit dieser Idee sind wir dann zur SCA gegangen, haben denen das Ganze vorgestellt. Die waren gleich ganz begeistert und haben gesagt, hey, das klingt super spannend. Was wir können, ist GFK. Wir geben euch mal die Unterschale in die Oberschale und ihr zaubert mal und zeigt uns mal, was ihr daraus machen könnt. Ja, und das ist dann daraus entstanden. Das bedeutet, wir haben das Dach eigentlich komplett anders gedacht. Wir stellen das nicht mehr wie bisher so auf, sondern wir stellen es längs auf. Denn wir pumpen es nur mit einem Tube nach oben. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Und das bedeutet, dass wir auf sämtliche Metallbeschläge verzichten können. Scharniere, Gasdruckfedern, alles fällt weg. Und damit sind wir natürlich schon mal extrem viel leichter. Und aus dieser Aufstelltechnik hat sich noch viel mehr entwickelt. Wir haben einen viel größeren Raum, wie man hier schon sehen kann. Das bedeutet, ich habe wirklich eine Wohnraumerweiterung. Ich habe den riesen Vorteil, dass ich jetzt damit in beide Richtungen schlafen kann. Das bedeutet, wenn man früher über das Kopfkissen mit den dreckigen Füßen gegangen ist, um sich dann umzudrehen, um wieder in diese Richtung zu schlafen, das fällt alles weg. Zumal das auch beim Ducato oft sehr, sehr unangenehm ist, denn Ducato ist naturgemäß einfach vorne niedriger als hinten. Deswegen schläfst du theoretisch, wenn du nicht nivellieren kannst, immer mit dem Kopf nach unten. Das ist eigentlich blödsinnig. Fällt alles weg. Ganz anderes Raumgefühl, es ist abartig. Und ihr seht ja jetzt auch gerade, ich habe einen Panoramablick. Ich habe damit quasi eine Dachterrasse generiert. Und das war vorher auch überhaupt nicht möglich. Ich kann, wenn ich den Stoffbalg weglasse, kann ich in die Sterne gucken oder hier einfach in die Weite. Und das ist unfassbar cool. Naja, und das waren so die Beweggründe, warum wir gesagt haben, wir denken das Dach mal anders. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aufgebaut wurde. Entwickelt haben wir die Aufstellung in der Produktion in Sri Lanka, wo wir alles entwickeln und auch produzieren. Wen das übrigens interessiert, dazu gibt es schon ein eigenes Video. Naja, und die Herausforderung war hier, dass wir eigentlich nur 2,5 Monate Zeit hatten für den gesamten Transfer dieser Dächer, aber auch für die Entwicklung. Und glaubt mir, wir haben da wirklich viel geschwitzt, viel getestet, viel gewogen, viel gehoben, viel ausprobiert. Wir haben viel gelitten, aber auch Erfolge gefeiert und haben das Ganze rechtzeitig noch zurück nach Deutschland schicken können. An der Stelle ganz herzlichen Dank an das ganze Team. Das war wirklich eine klasse Arbeit. Und dann kam SCA auf den Plan, denn die hatten jetzt noch ganze 2 Tage Zeit, um das Ganze auf dem Fahrzeug zu montieren. Und das war natürlich auch nicht Standard, denn es gab hier auch ein paar Herausforderungen, die wir erst verstehen mussten. Aber das haben die Jungs problemlos geschafft und wir konnten das Dach auf der CMT präsentieren. Vielen Dank an alle.
dieser Blick hier oben, der ist fantastisch. Ich sag's euch. Aber gut, Entschuldigung, darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht darum, wie funktioniert das Ganze. Es ist ein ganz normales Aufstelldach von SCA. Das heißt, die Unterschale und die Oberschale ist, wie wir sie bisher kannten. Was wir anders gemacht haben, ist, wir haben alle Metallteile weggelassen, alle Gasdruckfedern, alle Scharniere, alles ist weg. Und wir haben es einfach nur an der Längsseite hier unten mit so gesehen mit Kedern befestigt. Und das bedeutet also mit mehr oder weniger Stoff und Plastik, wenn man so möchte, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und dann haben wir hier in dieser Falte, wo quasi dieses Stoffscharnier ist, haben wir einfach einen Tube reingebaut. Und wenn wir den aufblasen, dann spreizt sich dieses Dach auf. Also es ist super simpel. Ich kann euch das zeigen, denn das Besondere ist eben, dass ich diese Tubes hier gar nicht brauche. Wenn Leute dieses Aufstelldach sehen, denken sie immer, diese Tubes halten das Dach nach oben. Nein, das ist gar nicht der Fall. Warum habe ich diese Tubes? Die habe ich nur dafür, dass ich den Raum größer gestalten kann, also quasi auswölben kann. Natürlich dient es zusätzlich nochmal als Sicherheitssystem. Sollte ich da mit dem Messer irgendwie einstechen und einen Tube zum Platzen bringen, habe ich zwar im Hauptbereich immer noch 2 Tubes, aber dann hätte ich so gesehen immer noch mal 3 weitere Sicherheiten. Also ich habe 5 Sicherungssysteme, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Und ansonsten haben wir hier natürlich einen Stoffbalk. Und bei diesem Stoffbalk haben wir auch noch was gemacht, dass es ein bisschen simpler ist. Und zwar haben wir das so konstruiert, dass man das ganz einfach selber rein und rausnehmen kann. Warum? Das hat mehrere Vorteile, weil du dann natürlich sagen kannst, du kannst es austauschen gegen, wenn du im Winter zum Beispiel unterwegs bist, dass du was Thermisches hast, was einfach wärmer hält. Du kannst ein Netz reinspannen, wobei hier in den Fenstern natürlich auch Netze drin verspannt sind. Die habe ich jetzt nur geöffnet, damit wir uns besser sehen können. Du kannst damit individuell bedrucken, musst du aber natürlich nicht. Das ist immer Geschmackssache, aber es gibt hier einfach viel mehr Möglichkeiten. Ganz banalen Vorteil hat es auch. Natürlich ist es so, wenn der hier nass wird, solltest du den nicht hier im geschlossenen Zustand trocknen lassen. Das wird nicht gut, weil dann hast du hier drauf eine Schimmelbildung. Also das kann passieren. Das ist wie bei jedem anderen Aufstelldach, auch bei jedem Stoffbalk. So, und dann hat es natürlich den riesen Vorteil, wenn du nach Hause kommst, du nimmst das einfach von vornherein mit raus und kannst das Ganze dann super simpel in deinem Waschkeller einfach trocknen. Easy. Ich finde, bei diesen Drohnenaufnahmen sieht man nochmal beeindruckend, wie nur dieser eine Tube mit gerade mal 3,5 PSI, das entspricht 0,24 bar, das gesamte Dach aufhält. Und die Tubes, die zur Vergrößerung des Wohnraumes dienen, werden mit 5,5 PSI aufgepumpt, das entspricht in etwa 0,38 bar, also weniger als bei einem Fahrradreifen. Und auf der Fahrt verhält sich das Dach wie jedes andere Aufstelldach auch. Das Ganze wird natürlich entsprechend verschlossen, dazu gibt es bei uns Spanngurte und dann kannst du ganz gemütlich auf Roadtrip gehen. Welche Vorteile habe ich also jetzt bei dieser neuen Aufstellart? Ich habe einmal wesentlich mehr Raum. Und zwar nutzbaren Raum. Ich kann in beide Richtungen schlafen. Ich kann die Panoramafunktion benutzen. Ich habe viel weniger Gewicht. Ich kann es als Dachterrasse benutzen und kann quasi überall hinausschauen. Ein weiterer Vorteil ist übrigens hier oben die Matratze. Und das ist ein wichtiges Thema beim Schlafen. Wir brauchen hier keine Tellerfedern. Deswegen sparen wir uns hier einmal ein bisschen Aufbauhöhe. Und wir sparen uns vor allem auch Gewicht. Trotzdem ist sie mega bequem. Sie ist 5-lagig. Sie hat sogar eine Luftschicht, natürlich, sodass wir sie aufpumpen können. Das hat den riesen Vorteil, dass ich sie in 3 Zonen unterteilen kann. Das bedeutet, wenn du Rückenprobleme hast zum Beispiel, ist das mega komfortabel, weil du stellst es dir so ein, wie du sie brauchst. Und trotzdem ist sie natürlich super atmungsaktiv und das sorgt für einen sehr, sehr angenehmen Schlaf. Ich kann das Stoffbalk ganz einfach selber austauschen, dank dieser neuen Kleinigkeiten, die wir an diesem Balk geändert haben. Das bedeutet, ich kann auf Wintersituationen ganz anders eingehen, kann also dort einen ganz anderen Stoffbalk mitnehmen als jetzt im Sommer zum Beispiel. Ich kann, wie ihr es hier seht, individuell bedrucken, muss man natürlich nicht, das ist alles Geschmackssache, aber man hätte die Möglichkeit. Ich kann hier nur ein Netz reinspannen und. Also ich habe hier ganz, ganz viele Vorteile, was diese Aufstellung betrifft. Jetzt will ich aber noch mal ein paar Fragen von euch beantworten. Regnet es in dieses Dach nicht ganz einfach rein? Und da kann ich sagen, nein, das ist eine ganz normale Zelltechnologie, da kann es nicht reinregnen. Beim Stoff sowieso nicht. Wenn, dann ist das Thema eher der Reißverschluss und da muss man einfach sauber arbeiten. Viele dachten auch, dass hier einfach der Regen reintropfen kann. Nein,
Der Peak beim Dach ist hier oben quasi und da ist noch die harte Dachschale. Und danach rinnt das Wasser sofort nach unten und damit habe ich überhaupt kein Problem. Nachteil ist aber natürlich trotzdem wie bei jedem Stoffbalk, wenn das nass wird, dann wird der Stoff hier trotzdem feucht und den sollte man, bevor man das Dach lange zulässt, einfach nochmal trocknen lassen. Das bedeutet, wenn du in den Regen kommst und wenn du irgendwie sehr nass nach Hause fährst und du hast dann nach 1, 2 Wochen die Möglichkeit, das Dach wieder aufzumachen und trocknen zu lassen, wäre das von Riesenvorteil. Aber ihr habt ja auch gesehen, man kann diesen Stoffbalk einfach austauschen oder herausnehmen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man sagt, man kommt nach Hause, baut den Stoffbalk schnell raus und trocknet ihn dann zu Hause in der Waschküche. Wo kann ich das Dach kaufen und was kostet es? Das Ganze ist noch ein Prototyp. Wir müssen das Ganze natürlich erst noch mal bauen und machen. Deswegen sieht hier auch noch nicht alles perfekt aus. Die Arbeit, die machen wir uns jetzt zusammen mit SCA. Und da sorgen wir dafür, dass das Dach wirklich homogen wird, dass das alles super ineinander funktioniert. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, das ist wirklich ein Produkt, das haben wir jetzt innerhalb von 2 Monaten einfach mal fertig gebaut, nach Sri Lanka geschickt, wieder zurückgeschickt, hier aufs Auto gebaut. Also das war echt ein Mammutprojekt und da ist natürlich noch nicht alles so schön. Wir mussten noch sehr, sehr viel ausprobieren. In diesen ganzen Testphasen waren wir jetzt. Ich habe das Dach wirklich extrem oft auf und zu gemacht und habe auch gesehen, wo noch das eine oder andere Problem liegt und das werden wir jetzt noch beseitigen. Und unser ganz großer Plan ist, dass dieses Dach dann ab der nächsten CMT erhältlich ist. Ob wir das zeitlich alles schaffen, das kann ich jetzt natürlich nicht garantieren. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Einmal, du musst 1000 rechtliche Sachen natürlich prüfen, damit du das überhaupt ordentlich zugelassen hast. Du musst Themen machen wie Werkzeugbau etc. Also das sind Sachen, die sind so voluminös, das ist echt ein Mammutprojekt und da sind wir total dankbar, dass wir das zusammen mit SCA machen dürfen. Preislich, das war auch ein ganz großes Thema, kann ich natürlich auch noch nicht hundertprozentig sagen, aber wir bemühen uns, dass es auf alle Fälle nicht teurer wird als eine herkömmliche Aufstellart. So, und jetzt willst du natürlich wissen, wo liegt das Ganze denn heute preislich? Und das ist auch wieder nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es kommt immer darauf an, welches Fahrzeug hast du, wie ist es schon ausgebaut etc. Wenn du aber heute zu einer Werkstatt fährst und das Ganze einbauen lassen möchtest, dann beginnt das wahrscheinlich so bei 7.000 € und wird so bei 12.000 € enden. In dieser Preisrange liegt so ein Aufstelldach, wenn man es später nachrüstet. Wenn die Aufbauhersteller das natürlich von Anfang an einplanen, dann wird das Ganze natürlich deutlich preiswerter sein. Kann ich das Ganze live ansehen und wenn ja, wo? Das müsst ihr live erleben, weil man kann es im Video gar nicht so darstellen, wie es hier wirklich ist. Diese Freiheit, dieses große Raumgefühl, das ist wirklich einzigartig. Ich habe sowas wirklich noch nie woanders erlebt. Und das müsst ihr euch anschauen. Wir sind auf Messen unterwegs und da ist natürlich auch das Fahrzeug. Oder ihr haltet mich einfach mal auf der Autobahn auf, wenn ihr mich unterwegs irgendwo seht. Kein Problem. Wie sieht das Ganze bei richtig starkem Wind aus? Und da kann ich sagen, wir haben dieselben Voraussetzungen wie bei einem herkömmlichen Aufstelldach. Das bedeutet, wir können natürlich auch im Wind stehen. Wenn es zu arg wird, dann musst du das Aufstelldach zumachen. Das ist aber bei jedem Aufstelldach so. Wir haben den großen Vorteil, wir spreizen auf der einen Seite die Dachschale auf und halten sie hier wieder. Also insofern ist das Wichtigste, was du beachten musst, wenn du viel Wind hast, dass du dem Wind nicht diese Angriffsfläche gibst wie ich jetzt. Wenn der Wind von der Seite kommen würde, dann stelle ich mich andersrum rein, dann wäre es schon wieder safe. Oder ich mache hier halt zu, das wäre auch nochmal sehr entscheidend. Was passiert, wenn der Tube die Luft verliert? Da haben wir kein Problem. Einmal ist das System in 5 Sicherheitsstufen unterteilt. Das bedeutet, der Haupttube ist zweifach unterteilt. Sollte einer platzen, weil ich da mit dem Messer richtig derbe reinsteche, dann ist immer noch der andere da. Sollte ich dann so aggressiv sein, dass ich da auch noch drauf steche, dann habe ich hier immer noch 3 Gegentubes da, die halten. Und die sind auch nochmal alle einzeln voneinander getrennt. Und ein so ein Tube hält das Dach definitiv auf. Und wenn du uns jetzt richtig hart testen möchtest und selbst noch den 5. Sicherheitstube mit deinem Messer zerfetzen möchtest, was übrigens auch sehr schwierig und sehr harte Arbeit ist, aber wenn du es schaffst, selbst dann wirst du vom Dach nicht erschlagen. Im Gegenteil, das Dach schließt dann ganz langsam. Warum? Ganz einfach, weil der Luftdruck irgendwo entweichen muss, der hier drin ist. Wir haben hier sehr viel Luft drin und die muss erstmal raus. Daher ist es auch immer ganz wichtig bei solchen Aufstelldächern, dass wenn du sie zumachst, das betrifft alle Aufstelldächer, dass du die Fenster aufmachst. Am besten sogar noch die Türen öffnest, damit die Luft, das ganze Volumen aus dem Fahrzeug entweichen kann. Und selbst dann geht das Ganze noch relativ langsam. Am besten gefällt mir persönlich, dass wir bei diesen ganzen Tests das erste Mal nach 5 Tagen erst nachpumpen mussten. Das liegt daran, dass wir sehr wenig Luftvolumen haben und der Grund für dieses Nachpumpen war wahrscheinlich, weil wir einen sehr hohen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht hatten.
Ja, jetzt hoffe ich, dass ich euch damit mal so die wichtigsten Informationen zu diesem Dach geben konnte. Wie gesagt, es ist ein Prototyp, wir haben noch viel ausprobiert, da ist noch nicht alles perfekt, aber wir arbeiten dran, dass alles perfekt wird. Und jetzt bin ich sehr gespannt, habt ihr noch Fragen dazu? Dann will ich die natürlich so schnell wie möglich beantworten. Es gibt übrigens auch ein neues Format auf diesem Kanal und zwar könnt ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken, egal ob Sprachnachricht, schriftlich oder auch ein Video, könnt mir Fragen stellen und ich beantworte die dann in einem extra Video, das immer wieder mal einmal die Woche kommen wird. Und da könnt ihr natürlich auch Fragen richten. Die WhatsApp-Nummer, die blende ich irgendwo ein, beziehungsweise seht ihr die dann auf meiner Webseite. Wie haltet ihr es jetzt generell? Was haltet ihr von dem Thema Innovationen? Braucht die Branche überhaupt noch Innovationen? Oder sagt ihr, ach komm Markus, lass stecken, es ist alles cool, wie es ist. Schreibt das unten in die Kommentare, lasst uns einfach miteinander diskutieren auf eine coole Art und Ebene. Aber da weiß ich, kann ich mich auf euch verlassen. Das würde mich sehr, sehr freuen und wichtig ist mir auch, nehmt da kein Blatt vor den Mund. Seid da ganz ehrlich mit uns. Ich kann euch nur sagen, Benny und ich, das ganze Team, wir sind hoch motiviert, weiter an Innovationen zu arbeiten. Einfach mal ein bisschen anders zu denken. Wir haben da auch ein mega Privileg, dass wir das überhaupt machen können und dass wir diese Möglichkeiten auch haben, wo wir da unterwegs sind, dass wir einfach mal so anders arbeiten können. Und das macht uns irre Spaß. Und ich muss auch sagen, es ist absoluter Wahnsinn, wie ihr uns da draußen unterstützt. Egal, ob ihr auch, ich sage jetzt mal, aufblasbare Küchen braucht oder nicht oder ob ihr ein Aufstelldach braucht. Ihr fiebert da alles so mit und das ist wirklich mega geil. Also das freut mich und ich möchte da wirklich von Herzen Danke sagen, weil das ist einfach Wahnsinn. Also ja, vielen Dank. Ja, und jetzt würde ich sagen, egal ob ihr mit Aufstelldach unterwegs seid, ob ihr mit Dachzelt unterwegs seid, ob ihr überhaupt nicht mit irgendwas auf dem Dach unterwegs seid, ich wünsche euch immer ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist wie immer, dass ihr gesund und glücklich zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Ach so, und lasst natürlich ein Like da. Boostet, hyped, abonniert, Glocke, alles. Ihr wisst Bescheid. Danke. Ciao, euer Markus.